du weißt genau, wie viel Geld gerade auf deinem Bankkonto ist. Aber du hast noch nie ausgerechnet, was dich die Stunden gekostet haben, in denen du so getan hast, als würdest du gleich anfangen. Es ist dies still schwer in deiner Brust, wenn du ein Abschied, nachdem du 40 Minuten lang gescrollt hast. Du bist nicht müde, du bist gelangweilt von deinen eigenen Ausreden. Du hast dir eingeredet, dass du auf ein Zeichen wartest, auf eine Verbindung oder auf ein bisschen Glück, das wie Regen vom Himmel fällt. Aber die Wahrheit ist simpler und viel hustliger. In diesem Video wirst du lernen, dass die Deck über deinem Kopf nicht aus Glas ist. Sie besteht aus genau den Gedanken, mit denen du dich nachstügst. Du wachst auf, du griffst nach dem Handy, noch bevor deine Augen richtig offen sind. Du prüfst die Benachrichtigungen, sagst nach einem Grund, dich wichtig zu fühlen, oder nach einem Grund, beschäftigt zu sein. Dann spielst du dein Programm ab. Du hustlest, richtig, du ackerst. Aber wenn wir uns die letzten 3 Jahre deines Lebens ansehen, was hat sich wirklich verändert? Die Kulisse ist dieselbe, der Stress ist derselbe, nur die Daten auf dem Kalender sind weitergerückt. Du bist ein Meister der Fast Jordan. Du hättest fast mit diesem Projekt begonnen. Du hättest fast dieses Geld gespart. Du hättest fast dieses Risiko gewagt. Du behandelst dein Leben wie ein Generalprobe für ein Stück, das niemals Premiere feiert. Du sitzt in Cafés, in deinem Zimmer oder an einem Arbeitsplatz, den du heimlich verabschiedest, und denkst an die Person, die du eigentlich sein solltest. Dies Person ist wohlhabend. Dies Person ist frei. Dies Person ist entschlossen. Aber dies Person existiert noch nicht, weil du so beschäftigt damit bist, die Version von dir zu schätzen, die sich im Unwürmigen bequem eingerichtet hat. Komfort ist ein langsamer Tod. Fühlt sich an wie ein Wurmdeck, aber eigentlich ist ein Leichendeck. Du hast dich davon überzeugt, dass Geld etwas ist, das Menschen sagt, wie ein Blitzeinschlag oder ein Lottogewinn. Du siehst jemanden, der Erfolg hat, und dein erster Instinkt ist es, das Geheimnis oder den unfairen Vorteil zu suchen. Das tust du, weil es nicht dein Schuld ist, wenn es nur um Glück geht. Wenn es Glück ist, kannst du dich wieder schlafen legen. Aber es ist kein Glück. Es ist ein Architekter. Der Feind ist nicht die Wirtschaft. Es ist nicht die Regierung. Es sind die stillen Abkommen, die du jeden Morgen mit dir selbst triffst. Du verhandelst mit deinem Wecker. Du verhandelst mit deinen Seelen. Du sagst dir, ich muss es morgen, wenn ich mehr Energie habe. Oder ich muss erst mehr lernen, bevor ich handle. Das ist ein Lüge. Du brauchst nicht mehr Informationen. Du ertrinkst in Informationen. Was dir fehlt, ist das Rückgrat, abgelehnt zu werden. Das Rückgrat, öffentlich zu scheitern. Und die Einsicht, dass dein jetziger Denkweise genau die Ergebnis hervorgebracht hat, die du gerade vor dir siehst. Wenn dein Mindset €1.000.000 wert war, hättest du €1.000.000. Das ist mathematisch Gewissheit. Du gibst Geld aus, dich wie jemand zu fühlen, der du nicht bist, wenn du dich weigerst, die Arbeit zu tun, der zu werden.
Der du sein kenntest, du kaufst dinge, Lut zu beeindrucken, dein nicht einmal hinsehen, mit Geld, das du noch gar nicht verdient hast, und dann wunderst du dich, während du dich gefangen fühlst. Du bist nicht von der Welt gefangen. Du bist gefangen von den Kursen Doppelmenschuben. Mit denen du die Erkenntnis betbubst, dass du auf der Stelle trittst. Denken das letzte Jahr. 12 Monate. 365 Tage, 8.76 Stunden. Wo sind sie geblieben? Die meisten Worten von der Lehre verschluckt. Diesem Zwischenraum, in dem du wieder arbeitest, noch Rust. Du existierst einfach nur. Du wartest auf ein Gefühl von Bereitschaft, das niemals kommen wird. Bereitschaft ist ein Mythos, deren Lut verkauft wird. Die Angst davor haben, zu bluten. Jedes Mal, wenn du sagst, das kann ich mir nicht leisten, hört dein Gehirn auf, noch wegen zu sacken. Wie es möglich war, es schaltet ab. Es akzeptiert die Begrenzung. Du hast dir einen Kaffee aus dem Wort nicht gebaut und in mit dem Wort irgendwann dekoriert. Die Jahre gehen jetzt schneller. Hast du es bemerkt? Der Abstand zwischen deinen Geburtstagen fühlt sich kürzer an. Die Menschen dich herum sehen weiter. Oder sie richten sich in derselben grauen Stagnation ein, die dich zu verschlingen droht. Du sagst dir, du hast Zeit. Hast du nicht. Du hast ein endliches, schrumpfendes Zeitfenster, zu entscheiden, ob du Zuschauer oder Teilnehmer in deinem eigenen Leben sein willst. Gleich zu bleiben wird langsam teuer. Es kostet dich die Gesundheit, den Selbstvertrauen und den Respekt der Menschen, die wirklich sollen. Es kostet dich die Version deines Lebens, die es wird gewesen war, gelehrt zu werden. Die Schulden deiner Antigkeit sammeln Zinsen an. Und irgendwann wird die Rechnung flieg. Du wirst 60 Jahre alt sein, auf genau diesen Moment zurückblicken und erkennen, dass das einzig, was zwischen dir und dem Leben, das du wolltest, stand, die Fähigkeit deiner eigenen Gedanken war. Geld ist nur ein Spiegel. Es wundert dich nicht. Es entfällt dich. Wenn du ohne es leer bist, wirst du auch mit im Leer sein. Aber wenn du dich weigerst, es zu beherrschen, wird es dich beherrschen. Es wird diktieren, wo du wohnst, was du isst. Wenn du den Zeit verbringst, und wie du stirbst. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Es gibt nur das Jetzt und die verfallene Version der Zukunft, die du dir immer wieder versprichst. Du brauchst keine Motivationsrede. Du brauchst keine Umarmung. Du musst aufwachen und verstehen, dass niemand kommt, dich zu retten. Niemand wird dir einen Sack Gold und ein Landkart überreichen. Der Kampf, dem du ausweichst, ist das Einzige, was dich transformieren kann. Du willst die Belohnung ohne den Widerstand? Du willst die Ernte ohne den Winter? So funktioniert das nicht. Das Gewicht, das du jetzt spürst, dieser Druck in deiner Kehle, das ist dein Potenzial. Das versucht, durch die Schichten an Sicherheit zu schreien, die du dich herum aufgebaut hast. Hör auf, mit deiner eigenen Grade zu verhandeln. Hör auf, ein Fiegling zu sein, der sich als Pläne tarnt. Die Welt schert sich nicht den Absichten,
Sie shirt sich nur den Ergebnis. Entweder du underst die Art, wie du die Welt siehst, oder die Welt wird dich weiterhin als irrelevant betrachten. Bei der Entscheidung geht es nicht das Geld, es ging nie darum. Es geht darum, ob du den Mut hast zuzugeben, dass du selbst derjenige warst, der dich die ganze Zeit aufgehalten hat. Entscheid, wo du bist, oder lass die Welt für dich entscheiden. Wenn dieses Gespräch notwendig war, abonniere ein Teil is mit Gemendum. Der Gerard Notschult, geh wieder an die Arbeit.